Dubai, von Luxusdieners bis zur Zombie-Jagd, Malen im Baustellenstaub, Riesenfeuerwerk und Mango-Hype. Warum ich Künstlerin bleibe, statt Maklerin zu werden, erfahrt ihr jetzt. Willkommen in meiner Welt. Ich war 7 Wochen in Dubai, einer Stadt, die niemals schläft, aber vielleicht manchmal vergisst zu träumen. Nachts ist es magisch. Die Lichter glitzern wie Diamanten auf Samt. Die Luft ist mild. Man möchte die ganze Welt umarmen. Doch dann kommt der Morgen. Der graue Dunst der Baustellen legt sich über die Stadt, 30 Grad Hitze, der Staub von 1000 Kränen. Ich stehe dort und merke, ich vermisse das Gehen. In Mexiko oder Südostasien trägt mich der Sand am Meer. Hier tragen mich Autos. Dubai ist eine Stadt für Reifen, nicht für nackte Füße. Eine glitzernde Höhle, aber ist dort wirklich jemand zu Hause? Das bleibt das Geheimnis der Wüste. In dieser Atmosphäre von schnellen Deals begegnet man überall Schönheit. Viele wunderschöne Frauen arbeiten hier als Maklerinnen. Sie sind ehrlich gesagt kontaktfreudiger als ich. Ich habe einige kennengelernt, aber eines steht fest: ich kaufe hier nichts außer Essen. Ein sehr vermögender Bekannter fragte mich sogar, ob ich für ihn Immobilien vermitteln will, gegen eine saftige Provision. Ich habe gelächelt und abgelehnt. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Geld, aber ich will es durch meine Kunst, meine Musik und meine Poesie verdienen. Ich wundere mich manchmal selbst, wie wenig verführbar ich bin, wenn es um das schnelle Geld abseits der Kreativität geht. Eine Seele gibt es nicht für eine Maklerprovision. Wie überlebt eine Künstlerin im Baustellenlärm? Ich male mich frei. Hier seht ihr mein Triptychon. 3 Leinwände, 60 mal 90 cm. Es ist mein Anker. Wenn draußen der Beton gegossen wird, fließen bei mir die Farben. Ich habe sogar T-Shirts bemalt, Kunst zum Anziehen, Kunst, die sich bewegt. In einer Stadt, die so viel Wert auf Äußeres legt, ist mein Atelier mein innerer Rückzugsort. Mein Staub ist aus Pigmenten, nicht aus Zement. Alle sagten, Munzuk, du musst zu Salt gehen. Die Mini-Burger sind legendär. Also gut, ich war da. Mein Urteil, ganz ehrlich, den besten Burger meines Lebens hatte ich in Guam. Da kommt Dubai nicht ran. Die Burger waren okay, aber der eigentliche Star ist die Location. Man sitzt da, isst seinen Slider und starrt direkt auf den gewaltigen Burj Khalifa. Danach kann man direkt in die Dubai Mall stolpern. Gekauft habe ich natürlich nichts. Als Weltenbummlerin passte in meinen Kopf nur Kunst und Inspiration, kein Luxus-Schnickschnack. Dieser Human Waterfall hier fasziniert mich. DP Architects aus Singapur schufen diese Hommage an die Perlentaucher Dubais. Die Glasfaserfiguren wirken durch das fallende Wasser wie lebendig. Eine magische optische Täuschung inmitten der Mall. Ein seltener Moment, in dem Architektur wirkliche Seele zeigt. Unsere Reise ins Schimmers begann schon mit einem echten Wow-Effekt. Wir kamen an und erfuhren, zu Fuß gehen? Nicht hier. Wir wurden von einem privaten Chauffeur Buggy abgeholt. In diesem Moment dachte ich nur, wow, das ist genau diese exklusive Magie, die nur Dubai so perfekt inszeniert. Man lehnt sich zurück, der Wind weht und man gleitet förmlich auf das Meer zu. Man fühlt sich sofort wie eine Königin auf dem Weg zu ihrem Schloss.
Und dann, wenn man den Buggy verlässt, steht man da, die Füße fast im Sand, die salzige Meeresluft in der Nase und vor einem dieses monumentale Burj Al Arab. Diese Segelsilhouette vor dem blauen Horizont ist für mich als Künstlerin pure Inspiration. Dann kam das Essen auf dem Tisch, eine Komposition aus Frische und Leichtigkeit inmitten dieser 7-Sterne-Kulisse zu speisen mit einer lieben Freundin aus den Philippinen, die ich hier ins Herz geschlossen habe. Das war einer dieser Momente, in denen die Zeit kurz stehen bleibt. Wir haben gelacht, die Aromen genossen und einfach die Freiheit gespürt, die man in der engen Stadt oft vermisst. Als der Abend zu Ende ging und wir wieder in unseren Buggy stiegen, um uns sanft hinausfahren zu lassen, blieb dieses wunderbare Gefühl vom Weite zurück. Dubai kann laut und anstrengend sein, aber hier im Schimmers zeigt es seine sanfte, romantische und absolut großzügige Seite. Ein Ort, der nicht nur den Magen, sondern auch die Seele füttert. An der Business Bay landete ich im Café Mashra. Optisch eine absolute Fotooase. Perfekt für jedes Fotoshooting, wenn auch mit einer ordentlichen Portion Kitsch. Oh, das ist keine Schaukel. Wunderschöne Aussicht auf Burj Khalifa. Schön, oder? Das Team hier war fantastisch, eine herzliche Seltenheit. Während andere beim WLAN geizen, gaben sie mir sofort das Passwort und baten um ein Video. Die Menschen bekommen 5 Sterne, aber beim Essen bleibe ich ehrlich. Der Salat war sandig, die Küche zu schwer, außen hui, innen Und dann war da noch das Laundromat. Ein Bekannter empfahl mir dieses Steakhouse. Es gibt nur ein Menü mit einer geheimen Soße. Alle waren begeistert, aber ich dachte nur, meine eigene Steaksoße zu Hause schmeckte viel besser. Aber das Spektakel war toll. Am Nachbartisch feierte eine berühmte Influencerin mit ihrer ganzen Crew, die sie ständig filmen musste. Ich habe ein Foto mit ihr gemacht. Dubai Lifestyle pur. Aber der Schock kam am Ende. Über $30 Packgebühr. Dafür kriegst du in Deutschland fast ein ganzes Menü. Ich sage es ja, ein Spielplatz für Leute mit sehr großem Portemonnaie. Mein Koffer ist klein, mein Budget für Parkplätze eigentlich auch. Aber für euch teste ich eben alles. Auch die teuersten Asphaltflächen der Welt. Leute, jetzt wird es gefährlich für die Figur. Ich präsentiere das Gastronomie. Eintritt 90 €. Mein Plan war klar, strategisches Hungern. Diät ist für mich ja ein fremdes Wort. Ich liebe das Leben und das Kochen viel zu sehr. Aber an diesem Tag habe ich bis zum Abend nur Wasser getrunken. Mein Magen war so leer, er hat schon Echo gegeben. Ich dachte mir, Munsuk, heute holst du dir die 90 € in Meeresfrüchten zurück. Als ich hier reinkam, war mein erster Eindruck, okay, es ist riesig. Ehrlich gesagt, ein bisschen wie ein extrem luxuriöses Kaufhausrestaurant. Nicht gerade die gemütliche Ecke für ein Date. Aber wir sind ja nicht zum Kuscheln hier, sondern zum Kämpfen. 17 Kochstationen, das ist kein Buffet, das ist ein Marathon. Ich gehe spazieren hier im Restaurant. Insgesamt gibt es 17 Stationen und ich schaue mir an, mein Lieblingsessen ist natürlich frische Außen. Ich habe noch nicht gefunden, das möchte ich finden. Kuchen werde ich auf keinesfalls heute essen. Wo ist
Pizzas, frische Austern und mögliche Lobster. Oh. Ich bin an einem falschen Ort. Alles musste in 2 Stunden gegessen werden. Du hast nur 2 Stunden. Dafür bezahlst du ungefähr 90 Euro. Brot, Gebäck. Oh nein. Sieht lecker aus. Für mich nicht. Aber wo ist das frische Sachen? Frische Seafood. Okay, gehen wir woanders. Ja, es sieht hier wie KTW im 6. Stock. Ja, im 6. Stock. Aha, jetzt bin ich hier angekommen. Seafood hier. Ja. Ich habe Pastas, Pizzas und Brote links liegen gelassen. Wer isst den Teig für 90 Euro? Nein, ich wollte das edle Zeug. Mein Ziel, Hummer und Austern. 3 Hummer später fing ich an, mich wie eine Meerjungfrau zu fühlen. Aber bei den Austern gab es kein Halten mehr. Ich glaube, ich habe etwa 20 Stücke verputzt. Ja, da bin ich an der richtigen Stelle. Bon Appetit. Ich zeige später, ja, was ich alles geholt habe. Leute, ich habe versucht, diese Austern selbst zu knacken, aber das ist schwerste Arbeit, fast wie Bilderhauerei an einer Betonwand. Wer braucht schon ein Fitnessstudio, wenn man 20 Mal gegen diese widerspenstigen Schalen kämpfen muss, um endlich an das gilberige Gold heranzukommen? Die Steaks hier sollen ja fantastisch sein, aber heute keine Chance. Wenn ich jetzt noch ein Steak esse, dann ist dieser schöne kulinarische Abend viel zu schnell vorbei. Das wäre so schade. Ich stehe hier an der chinesischen Station bei der Dumplings und bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Es gibt nur 2 Sorten in fast schon künstlich wirkendem Pink und Grün. Auch der Geschmack hat mich nicht überzeugt. Insgesamt wirkt dieser Stand im Vergleich zum Rest leider etwas lieblos. Sehr schade. Ganz anders an der Station für frische Nudelsuppe. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich liebe es, wenn ich mir selbst aussuchen kann, welche Zutaten im Topf landen. Leider konnte ich unmöglich alles probieren. Irgendwann bin ich nur noch durch die Gänge geschlendert und habe das Ganze wie ein Food-Museum genossen. Besonders die Station mit den verschiedenen Soßen war imposant. Die Gläser und Flaschen an der Wand sahen aus wie in einer modernen Weinfabrik. Ich habe keine einzige davon gekostet, aber der Anblick war absolut spektakulär und kunstvoll inszeniert. Dann kam der Moment der Wahrheit. Mein Magen sagte plötzlich, stopp, Mann, wenn du noch eine Garnele isst, noch weiteren Hummer isst, platze ich. Ich habe mich völlig überschätzt. Alles, was zu viel ist zu viel. Ich saß da unfähig, mich zu bewegen und dachte, das mache ich in diesem Leben nie wieder. Ich war nicht mehr die Königin von Dubai, ich war ein gestrandeter Wal im Atlantis. Die Rettung war der Spaziergang nach draußen. Die Terrasse ist wunderschön. Die milde Nachtluft hat mich langsam wieder zum Leben erweckt. Das Atlantis Royal ist architektonisch ein Wahnsinn. Ein Wasserspiel, das Licht. Es ist so prunkvoll, dass man fast vergisst, dass man gerade 20 Austern im Bauch hat. Also, Hand aufs Herz. Habt ihr jetzt Appetit bekommen?
Würdet ihr euch für 90 € auch so hemmungslos durch das Buffet fressen, bis ihr, wie ich, nach einem Rollstuhl fragt? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich brauche Leidensgenossen. Es tut mir sehr gut nach dem großen Essen hier spazieren. Wow. Ganz anders, nicht so wie in Berlin, Grunewald. Als ich vor 2 Jahren zum ersten Mal hier war, gab es noch ganz andere Lichtshows. Jede spektakulärer als die letzte. Licht ist in Dubai fast schon eine eigene Sprache. Vielleicht liegt es an der günstigen Energie daran, dass Strom hier kaum eine Rolle spielt. Überall leuchtet und funkelt es. Und dann ist da das Wasser. Diese aufwendigen Kompositionen aus Fontänen und bunten Lichtern sind so ästhetisch, so perfekt inszeniert, dass sie einen für einen Moment täuschen. Man vergisst völlig, dass wir hier eigentlich mitten in der Wüste sind. Es ist eine wunderschöne Illusion von Fülle an einem Ort, der ursprünglich so karg war. Adios, Atlantis Royal. Ich habe gut gegessen, aber ich glaube, in diesem Jahr komme ich nicht wieder, garantiert nicht wieder. Ach, es gibt hier nämlich 2 Welten. Einmal das alte Atlantis da Palm, das wir alle von den Postkarten kennen. Und dann dieses neue architektonische Wunderwerk, das Atlantis da Royal, in dem ich heute Abend versagt bin. 2 Giganten auf einer Insel. Man kommt leicht durcheinander. Ja, so, jetzt brauche ich aber wirklich frische Luft. Wir fahren jetzt Richtung Stadtzentrum nach Philippintown. So nennen wir lebendige Viertel wie Satwa oder Riga, in denen das Herz des alten Dubai schlägt. Fernab vom Luxusmalls wohnen hier die Menschen, die die Stadt am Laufen halten. Es ist wuselig, authentisch und voller Leben. Ich habe diesen Ort nachts besucht als kleiner Vorgeschmack auf meine anstehende 6-wöchige Reise auf die Philippinen. Eine Freundin hat mich herumgeführt und mir stolz ihre Kultur gezeigt. Leute, ich sage euch, das ist ein ganz anderer Glitzer als in Downtown. Alles ist exotisch und verführerisch, billig. Von Airports, Limitationen bis zu prächtigen Pflanzen. Here is Steve. Here's Dubai. Night market. It's very lively, alive. Here's Dubai. We are in Philippines. Oh no, we are in Dubai. Ich liebe Markets überhaupt und besonders auch Nachtmarket. Das absolute Highlight war das Mango-Haus. Während die exotischen Gerichte für meine europäischen Begleiter erst ungewohnt waren, fühlten sich beim Mango-Eis und Coconut-Mix plötzlich alle sicher. Die universale Sprache süßer Früchte verbindet uns eben alle. Einige sagten sogar, Munzuk allein dafür würde ich sofort wiederkommen. Yummy, lecker. Magst du Hühnerfüße? Hier ist wirklich eine andere Welt in Dubai. Dubai hat viele Gesichter. I love it. It smells almost home. So do you feel home? Yes, it smells like home. It smells home. Yeah. Yeah, me too. Yeah? Me too almost.
Es gibt hier so viel exotisches Essen, aber leider war ich nicht hungrig genug, alles zu probieren. Ich habe eine Nudelsuppe bestellt und als die rauskam, mein Fazit, Philippintown ist kulinarisch ein gewagtes Abenteuer, aber als Erlebnis ein absolutes Muss, wenn man hinter die glänzende Fassade Dubais blicken will. Willkommen in der Welt der Action! Zuerst ging es zum Chaos Kart. Stellt euch vor, Mario Kart im echten Leben mit Projektionen und verrückten Regeln. Ich konnte beim Fahren leider nicht filmen. Ich war viel zu beschäftigt damit, keinen Unfall zu bauen. Ganz ehrlich, ich habe kein Wort der Regeln verstanden, aber ich bin stolze Gewinnerin des letzten Platzes. Aber dann wurde es richtig ernst. Active Games. Ich bin eigentlich kein Gaming-Fan, aber das hier war purer Horror. Plötzlich standen wir mitten in einer virtuellen Welt voller Zombies. Ich hasse Zombies. Es war so eklig und real, wie sie auf uns zugejagt kamen. Wir haben geschlagen, geschossen und einfach nur geschrien. Trotz des ganzen Zombie-Schrecks hatten wir so viel Spaß, dass wir direkt noch tiefer in diese virtuellen Welten eingetaucht sind. Schaut euch das an. Der Koordinator hat uns in der virtuellen Welt gefilmt. Es ist Wahnsinn, wie real sich das anfühlt. Wir sind so ins Schwitzen gekommen, dass wir danach völlig fertig waren. Aber die Technik ist einfach so unglaublich. Dubai macht's möglich, sogar mich zur Zombie-Jägerin. Lust auf Action? Dann ab zum P-Golf. Bälle schlagen in der Nacht. Die Preise ändern sich hier ständig, aber eins bleibt stabil. Das teure Bier. Wir haben 12 Euro pro Glas bezahlt. Willkommen in Dubai. Hier mein Munzuk-Geheimtipp. Bucht nur das Minimum von einer Stunde. Geht danach sofort nach draußen in die Outdoor-Bar. Dort gibt es Tischtennis und viele andere Spiele und das völlig kostenlos. Silvester in Dubai. Ich hatte das Glück, den Jahreswechsel von einem sehr hohen Gebäude aus zu erleben. Die Aussicht war einfach überwältigend. Auf der einen Seite der stolze Burj Khalifa, auf der anderen die glitzernde Marina. Vor mir lag eine Nachtlandschaft, so breit, so gewaltig und so voller Licht, dass ich mit meiner Handykamera völlig überfordert war. Ich wusste gar nicht, wohin ich zuerst blicken oder filmen sollte. Meine Kamera schwenkte dauernd hin und her, genau wie mein Herz, das versucht hat, all diese gigantischen Eindrücke gleichzeitig aufzusaugen. Aber wisst ihr, was mich völlig sprachlos gemacht hat? In unserem Nachbaremirat Abu Dhabi hat das Feuerwerk sage und schreibe eine ganze Stunde lang gedauert. Stellt euch das vor, 60 Minuten lang ununterbrochene Magie am Himmel. Das ist der absolute Wahnsinn. In einer Welt, in der alles immer schneller gehen muss, nimmt man sich dort eine ganze Stunde Zeit, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue mit Licht zu begrüßen. In diesem Moment, dort oben über der Stadt, musste ich nachdenken, unser tägliches Leben ist nicht immer wie dieses Silvesterfeuerwerk. Es kann nicht jeden Tag glitzern und knallen, das wäre vielleicht auch zu viel. Aber einmal im Jahr so ein Lichtspektakel zu erleben, ist etwas wirklich Schönes für die Seele. Es schenkt uns diesen Moment des Staunens, den wir im oft grauen Alltag leicht verlieren. Natürlich blicke ich dabei auch mit meinen deutschen Augen auf das Ganze. In Deutschland wird ja heftig über den Umweltschutz und die Gefahren von privatem Feuerwerk diskutiert. Mancherorts wird es verboten, auch weil man sich an tragische Unfälle erinnert. Aber hier in den Emiraten wird das Feuerwerk als eine perfekte choreografierte staatliche Kunstform zelebriert.
Es ist keine chaotische Knallerei, sondern kontrolliert, majestätisch und beim Zuschauen fast schon meditativ. Es ist ein Moment, in dem die Welt kurz den Atem anhält, bevor das neue Jahr mit all seinen Aufgaben wieder beginnt. Für mich war es der perfekte Moment, um tiefe Inspiration und neue Energie für meine nächsten Projekte und meine Kunst zu sammeln. Ein Funke, der hoffentlich das ganze Jahr über in meinen Bildern weiter leuchtet. Auch natürlich für meine Stimme. Während über mir der Himmel von Dubai in allen Farben explodiert, möchte ich einfach kurz innehalten und Danke sagen. Danke, dass ihr mich auf diesen verrückten, bunten und manchmal auch anstrengenden Reisen begleitet. Ich hoffe, diese Bilder konnten euch ein wenig verzaubern. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe, viel Mut für eure eigenen Abenteuer und eine wundervolle Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Bis zum nächsten Mal. Mundsuk on the move. Annyeong, annyeong. Yes.